Wasser. 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 Endlich Wasser. Das ist kein Tee, das ist Algenbouillon. Bah. Ja, ich habe das wirklich getrunken. In Japan sollst du definitiv ein bisschen genauer hinsehen, was du dir aus den Getränkeautomaten ziehst, weil da gibt es wesentlich mehr zu holen als bloß Wasser, Tee und die üblichen Softdrinks. Aber mich beschleicht so ein bisschen das Gefühl, dass du das sowieso schon weißt. Immerhin hält sich seit den 1990er Jahren das Gerücht, dass du in Japan gebrauchte Damenunterwäsche aus dem Automaten ziehen kannst. Und irgendwie wird auch niemand müde, das immer und immer wieder zu wiederholen, obwohl das in Wirklichkeit ziemlicher Käse ist. Und da du wahrscheinlich sowieso bloß deswegen hier bist, habe ich mich jetzt mal in die hintersten Gassen von Hiroshima geschlagen, um dir so einen Automaten zu zeigen. Hier ist er. Mit genug Fantasie kannst du dir den vorstellen. Das musst du auch, weil der bloß nur in den Köpfen und den Gedanken von den Menschen existiert. Es gab sie in der Tat mal für ganz kurze Zeit im Jahr 1993 in einem Rotlichtbezirk von Chiba. Seinerzeit war etwas, das sich Bulu-Sela nennt, in der Erotikszene von Japan sehr beliebt. Bulu bezeichnet Damenpumphosen und Sela steht hier in abgekürzter Form für Sailor und bezeichnet die Schulmädchenuniformen, wie sie an vielen japanischen Schulen Standard sind. Einige junge Frauen haben davon jetzt Gebrauch gemacht, um sich ein bisschen Geld dazu zu verdienen. Am frühen Morgen sind die in so einen Erotikladen gegangen, um sich neue Unterwäsche zu holen und die anzuziehen. Dann, nach der Schule, sind die in das Etablissement zurückgekehrt, das ihnen die getragene Wäsche abgekauft und natürlich für einen Profit dann an sein Klientel gebracht hat. Das hat dann auch nicht sehr lange gedauert, bis man das mit den ebenfalls neu aufgekommenen Verkaufsautomaten kombiniert hat. Ich kann jetzt nie sagen, wie groß und wie weit verbreitet dieser Trend letzten Endes war. Ich meine, offizielle Zahlen dazu zu finden, dürfte wahrscheinlich relativ schwer werden. Allerdings werden gerade solche verrückten Geschichten über Japan in den westlichen Medien doch gerne mal viel, viel stärker aufgeblasen und größer gemacht, als sie letzten Endes sind. Gleichzeitig kannst du aber natürlich nicht verleugnen, dass Schulmädchen und japanische Schulmädchenuniformen damals wie heute stark fetischisiert sind. Und das nicht nur in Japan, sondern wirklich weltweit. Was die Geschichten über diese Unterwäscheautomaten außerdem gerne mal auslassen, ist, dass man die auch in Japan nicht für toll und selbstverständlich hielt. Auch hier gab es einen richtig großen Aufschrei deswegen. Anfänglich konnte die Polizei aber einfach nichts dagegen tun, weil die Automaten ganz einfach gegen keinerlei Gesetze verstoßen haben. Es hat halt einfach niemand damit gerechnet, dass jemand auf die Idee kommen könnte, gebrauchte Unterwäsche zu verkaufen. Letztendlich hat man aber eins gefunden. Es gibt nämlich ein Gesetz, nach dem die Verkäufer von gebrauchter Ware eine Lizenz vorweisen müssen. Und es hat dann auch nicht sehr lange gedauert, bis man 3 Geschäftsleute verklagte, die gebrauchte Damenunterwäsche verkauft haben. Um genau zu sein, ging das so schnell, dass die Zeitungsmeldungen zwischen dem Aufschrei und dieser Klage bloß wenige Wochen auseinanderlagen. Und damit endete dann eigentlich schon die Zeit dieser Automaten für gebrauchte Unterwäsche. Danach habe ich so gehört, sind hier und da ab und an noch mal welche aufgetaucht, aber lange konnten die sich nicht mehr halten, weil man jetzt aktiv dagegen vorgegangen ist. Und wie du weißt, er ist natürlich selbst im Jahr 2021, also fast ganze 30 Jahre nachdem diese Automaten bereits wieder verschwunden sind, niemanden davon ab, so zu tun, als seien die ein Pfeiler der japanischen Kultur und würden sich hier richtig, richtig großer Beliebtheit erfreuen. Und wahrscheinlich wirst du mir jetzt auch gleich sagen, aber hey, Matthias, hier am Rand, da schlägt mir YouTube doch ein Video vor, da hat jemand so einen Automaten gefunden und sogar auf der Kamera festgehalten. Wie willst du gegen diesen Beweis ankommen? Ganz einfach, ich kenne diese Automaten und kann dir garantieren, die Unterwäsche aus dem ist neu. Die ist so neu, da ist wahrscheinlich noch Garantie drauf.
Diese Automaten stehen ja normalerweise in Erotikläden wie diesem hier rum. Einfach so auf der Straße wirst du die nie finden. Obwohl ich jetzt natürlich auch nicht abstreiten kann, dass es vielleicht irgendwo einen Laden gibt, der die wirklich direkt vor seiner Tür anbietet. So, das Unpacking mache ich jetzt direkt mal live bei entsprechender Atmosphäre in einer dunklen Hintergasse in Hiroshima. Das sind die sagenumwobenen gebrauchten Damenunterhosen, die du in Japan aus dem Automaten ziehen kannst. Aber wie du hier sehen kannst, von Gebrauchsspuren fehlt hier jede Spur. Da ist nichts feucht oder sonstiges, staubtrocken. Tja. Alles bloß noch eingeruscht. Es gibt Automaten, da kannst du dir welche kaufen, die wurden gebraucht hergestellt. Das steht dann so aber auch auf Japanisch drauf. Viele Touristen werden das aber wahrscheinlich nie wissen. Die sehen bloß mit großen Lettern geschrieben das Wort used in Englisch und denken sich, ah, das sind diese Unterhosen, von denen ich gehört habe. Aber wenn du Japanisch kannst, dann wirst du dort auch erkennen können, dass das eben keine echten gebrauchten Unterhosen sind. Und ich muss jetzt mal nachdenken, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe, dass ich jetzt hier so rumstehe. Ich sollte Japan-YouTuber werden. Dass du die echten Automaten in Japan nicht mehr finden wirst, hat einen ganz einfachen Grund. Mittlerweile gibt es nämlich ein Gesetz, das explizit den Verkauf der getragenen Unterwäsche von Minderjährigen sowie deren Speichelflüssigkeit verbietet. Deshalb sind diese Automaten, die du hier in diesen Erotikläden noch finden kannst, eigentlich nur noch für Touristen da, glaube ich, die dann sehen und sich denken, ah, ich habe es gefunden, davon habe ich schon mal gehört. Aber okay, ich will mal nie so sein. Japan ist verdammt groß und vielleicht findest du wirklich noch irgendwo in irgendeiner Stadt einen Automaten, wo du echte getragene Damenunterwäsche kaufen kannst. Aber das ist dann ein Ausnahmefall und kein Abbild der gesamten Kultur. Weil würdest du jetzt die Kultur deines eigenen Heimatlandes an einem dunklen, illegalen Deal in irgendeiner Hintergasse festmachen? Ich habe da irgendwie so meine Zweifel dran. Mit schmutziger Wäsche musst du in Japan aber sowieso nie leben. Weil immerhin gibt es hier, wie in Deutschland auch, Münzwäschereien, wo du 24 Stunden am Tag einfach deine Wäsche waschen kannst. Wenn ich hier auch Japans Ruf reinwaschen kann? Leider bloß für Weiß- und Buntwäsche, aber vielleicht kannst du ja helfen, indem du das Video ganz einfach auf Facebook, Twitter und allen möglichen Social-Media-Kanälen teilst. Was es in Japan hingegen wirklich gibt, das sind die Puli-Cooler genannten Fotoautomaten, bei denen du einige ziemlich coole Effekte einfügen kannst. Das hier ist leider bloß ein ganz normaler. Das hat den Grund, dass die Puli-Cooler-Automaten im Regelfall um einen Arcade-Hallen rumstehen und die sind jetzt nicht ganz so erpicht darauf, dass ich dort meinen Tripod aufstelle und Videos mache. Auch ganz interessant, ich habe schon mal so einen Automaten gesehen, da war es verboten, dass dort zwei Männer gemeinsam reingehen. Frau und Frau war okay, Frau und Mann war okay, zwei Männer gleichzeitig, nichts da. Klingt ein bisschen rückständig. Allerdings muss ich auch sagen, das war so anno 2015, das ist also auch schon wieder ein paar Jährchen her. Also fang jetzt bitte nie an, das nächste Klischee über Japan zu verbreiten. Nach wie vor habe ich aber echt noch Durst und außerdem muss ich diesen Algengeschmack aus dem Mund bekommen. Glücklicherweise gibt es eine Art von Automat in Japan wirklich an jeder Ecke und das sind Getränkeautomaten. Die haben auch ein wirklich imposantes Angebot hier. Du hast hier Traubensoda, dann hast du Kaffee, Jelly, Joghurt, Drinks, alles mögliche, Tee, Milchtee etc. Und was zu Conans Brause? Will ich Conans Brause trinken? Kann ich es mir leisten, Conans Brause nicht zu trinken?
Er war ein ganz normaler Japan-YouTuber, bis die schwarze Organisation ihn fand und dazu brachte, Conans Brause zu trinken. Doch sie brachte ihn nicht um. Stattdessen wurde er ein Kind, behielt jedoch den Verstand eines Lauchs. Auf der Suche nach einem Gegenmittel macht er jetzt pausenlos YouTube-Videos und flache Gags. Die Nebeneffekte sind es wert. Und Daido, wenn ihr das Video hier seht, in der Videobeschreibung steht, wie ihr mir Geld schicken könnt. Weißt du, jetzt habe ich getrunken, jetzt brauche ich irgendwie was zu essen, aber bloß so ein kleiner Snack, wie du die normalerweise aus dem Automaten bekommst, das reicht jetzt einfach nicht. Eine Pizza wäre jetzt wirklich genau das Richtige. Aber so als sozial zurückgezogener Videospieler, ich traue es mir ja nie zu, jetzt in so einen Pizzaladen zu gehen. Ist doch bloß irgendwo einen 24-Stunden-Selbstbedienungs-Pizza-Automaten geben würde. Aber ich glaube, das ist einfach was, davon kann ich bloß träumen. Wenn es schon keine Pizza gibt, kann ich mir eigentlich Eier aus dem Automaten ziehen. Das gibt es nämlich wirklich, allerdings müsste ich dafür ein bisschen in den Norden fahren, bis nach Akitakata. In Hiroshima selbst finde ich leider keine. Die einzigen Eier, die ich hier bekommen kann, das sind die aus den Gacha-Automaten, von denen du vielleicht auch schon mal gehört hast. Und gerade Videospieler werden jetzt wahrscheinlich zusammenzucken, weil im Videospielbereich kennt man diese guten Dinger hier unter dem Namen Lootboxen. Diese Gacha-Systeme, die du nämlich in den ganzen Mobile-Games vorfinden kannst, die basieren letzten Endes darauf. Du wirfst dir immer ein paar Yen rein, die Automaten hier, da kostet jedes 200, dann drehst du am Rad und bekommst zufällig einen einzigen von diesen Gegenständen heraus, die darauf abgebildet sind. Und dabei geht es wirklich nur um das Sammeln. Im Mobile-Gaming-Bereich haben das einige Entwickler auch zu weit getrieben. Die haben dann nämlich gesagt, okay, wenn du jetzt ein komplettes Set von bereits sehr seltenen Charakteren gesammelt hast, dann bekommst du einen ultra seltenen Charakter. Das nannte man Kompu Gacha, also Complete Gacha. Und das war letzten Endes so extrem, dass die japanische Regierung eingeschritten ist und dieses System per Gesetz verboten hat. Wenn du nach Japan kommst und dir hier irgendwas am Automaten holen willst, sollst du also definitiv zweimal hinsehen, was genau du dir da überhaupt kaufst. Ansonsten entstehen ganz schnell ganz komische Gerüchte. Außerdem sollst du auf dein Geld aufpassen und hier nicht irgendwie dem Sammeltrieb legen. Du kannst es ja stattdessen deinem Lieblings-Japan-YouTuber geben. Ich verspreche dir auch gut darauf aufzupassen. Ich gehe so direkt in Vorkasse. Ich gebe dir hier am Rand direkt noch ein paar weitere Videos rund um Japan und zur japanischen Kultur, die du dir mal ansehen kannst. Ansonsten, dass du geliked hast, weiß ich natürlich und deshalb bleibt mir nur noch zu sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.